Lieber Skorpion, herzlich willkommen zu deinem Taroskop für September. Schauen wir uns an, wie sich dein September gestalten möchte, energetisch, praktisch, zwischenmenschlich. Zu diesem Video wie immer bei mir eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Der Skorpion im September. Ein Wunsch geht in Erfüllung. Ein lang ersehnter Wunsch, wo du schon fast die Hoffnung aufgegeben hattest. Ruhe nach dem innerlichen Sturm, konsequentes Arbeiten. Da kommen sie schon. 4 Themenkarten. Die Dinge, lieber Skorpion, die Dinge, die du dachtest, dass sie dich eines Tages fix und fertig machen würden, beziehungsweise fast vernichten würden auf eine Art und Weise. Du drehst ihnen den Rücken zu. Du beschäftigst dich nicht mehr mit diesem Thema, dein Fokus geht auf ganz etwas anderes, nämlich auf dich selbst. Das ist die Ruhe nach dem innerlichen Sturm. Sie sagen, du entdeckst durch einen neuen Blickwinkel die Schönheit an dir, in dir. Du betreibst wirklich Seelenpflege. Es ist, sie sagen, als würdest du etwas nur noch für dich tun, ohne anderen genügen zu wollen, beziehungsweise ohne großartig auf andere zu achten, diese zu beachten. Es ist so, jetzt bin ich dran. Sie sagen, dieses Thema, was dich eigentlich wirklich sehr umgetrieben hat, was diesen innerlichen Sturm bei dir teilweise bei manchen über Jahre, bei manchen nur über Wochen oder Monate ausgelöst hat. Es ist, als hättest du dir Sie sagen, den Panzer, den du dir zugelegt hast, er wurde so wie beim Steinmetz mit Meißel und Hammer, so wirklich aufgespickt, auf das er bröckelt. Du hast angesehen, du hast hineingespürt. Doch nun im September kannst du darüber stehen. Auch setzt du dich sehr mit den Gegensätzen in dir auseinander. Du kommst mehr, ganz egal, ob du weiblich oder männlich bist, der du mir hier zusiehst, du kommst mehr in deine männliche Energie, die schafft, die erschafft, die manifestiert. Du schaffst es im September, gewisse Situationen, die sich dir präsentieren, auch im Alltag, muss jetzt nichts nichts Großes sein, es können auch die kleinen Dinge sein. Du schaffst es, Sie sagen, orientierungslos, neutral, emotionslos von beiden Seiten zu betrachten. Falls du im September wie kann ich dir sagen, es sind keine Unruhezustände, dass du super mega nervös bist, gar nicht, aber dass du merkst,
Du wirst hibbelig. Nennen wir es so, du wirst ein bisschen hibbelig. Lasse diese Hibbeligkeit, lasse sie da sein. Überlege nicht, grüble nicht, warum ist das jetzt so, wie werde ich das los? Lass sie einfach da sein, geh deinen Alltagsbeschäftigungen nach. Auch werden sich einige von euch mit, sie sagen, mit der Münze, die man verstorbenen Menschen in die Hand gibt, sagen sie, aus dem Glauben, war das aus dem antiken Rom, ich weiß es nicht, ich höre nur Münze in den Händen der Verstorbenen, dass sie quasi den Wächter zum Totenreich bezahlen konnten, dass sie hinübergebracht werden. Irgendein Thema ist da mit dieser Münze. Vielleicht bekommt ihr auch eine Münze oder habt eine Münze bekommen von euren Großeltern, wie auch immer, die heute nicht mehr hier im Diesseits sind. Also eine Münze wird für euch ausschlaggebend. Es ist keine herkömmliche Münze, also es ist jetzt keine herkömmliche Währung, in dem Fall, ganz egal in welchem Land du lebst, mit der du jetzt dein Brot einkaufen gehst. Es geht um eine außergewöhnliche Münze. Auch kommen bei einigen Skorpionen Vater-Themen hoch. Manche begeben sich auf die Spuren des eigenen Vaters oder des Großvaters und sie sagen und kommen auf ein Geheimnis beziehungsweise auf etwas noch Unbekanntes, was euch noch unbekannt war. Hört sich sehr spannend an, euer September. Schauen wir die Hauptenergie, die euch begleitet. Was steht euch zur Verfügung? Die Hauptenergie. Manche Skorpione, sagen sie, unabhängig jetzt von der Hauptenergie, haben mit ihren Zähnen zu tun. Vielleicht Kieferschmerzen, Zahnfleischprobleme oder gar ein drückender Zahn. Bitte alles, was die Gesundheit betrifft und dies zufällig auf euch zutrifft, bitte sucht immer einen Profi auf, lasst euch von diesem beraten oder behandeln. Bei einem Skorpion höre ich sogar, es ist irgendetwas am Zahnfleisch und da könnte man Nelken und Zimtpulver mischen und dies kurzzeitig dort auftragen. Doch bitte, ihr selbst seid für euch verantwortlich, geht immer zum Arzt. Die Hauptenergie für die Skorpione. Sie sagen, 3 Skorpione haben mit irgendeiner Art von Schimmel zu tun und suchen nach einer Lösung. Sie sagen mir nicht, welcher Schimmel das ist, also auf was bezogen. Sie sagen, Zimt kann helfen. Oder Schimmel oder irgendeine Fäule. Die Hauptenergie für die Skorpione, bitte. Sie sagen sogar, irgendeiner hat Ameisen, die durchs Fenster kommen. Eine Ameisenstraße. Wow! Die Wunscherfüllung, von der am Anfang gesprochen wurde, lieber Skorpion. Der Stern, auch gut möglich, dass du mit einem Luftzeichen, insbesondere einem Wassermann, verbunden bist. Doch
Das hier ist die große Wunscherfüllung. Etwas erfüllt sich, etwas kommt ins Hier und Jetzt, in dein Blickfeld, wo du die Hoffnung schon aufgegeben hattest. Sie sagen dann, wenn du die Hoffnung schon fast aufgegeben hast, kommt mit Leichtigkeit der Wunsch herein. Warum? Weil du es abgegeben hast nach oben. Weil du nicht mehr mit Verbissenheit suchst. Sie sagen, ein Kristall wird ausschlaggebend, dorthin gehend wird dies als Kraftsymbol der eigenen Macht hat erwünscht. Es ist eine Kristallspitze, etwas sehr Seltenes. Gut möglich, ich sehe, es wird gefunden am Erdboden. Auf dem Erdboden wird es gefunden. Noch dazu für dich ausschlaggebend 16., 17., 28. September, lieber Skorpion. Das Auto, irgendein Auto, vielleicht dein Auto, das Auto ausschlaggebend. Was ist mit diesem Auto? Die Hupe. Irgendetwas mit der Hupe an deinem Auto. Interessant. Wer weiß. Beginnen wir mit dem Tarot. Auch, lieber Skorpion, kommt eine Botschaft auf dich zu. Du erfährst etwas. Es ist etwas, was, Sie sagen, in Leichtigkeit zu dir kommt. Sie sagen, beobachte, du musst keine Entscheidung fällen. Beobachte, definiere dich nicht damit. Schaut her. Genialer geht es gar nicht. Hier, die Botschaft, die kommt. Die Karte war verkehrt herum, beziehungsweise so. Ja, definiere dich nicht darüber. Diese Botschaft, die dich ereilt, sie kommt in Leichtigkeit, sie kommt unerwartet. Und eigentlich ist sie gar nicht für deine Ohren bestimmt. Gut möglich, dass sie durch eine Jungfrau kommt oder die Botschaft, eine Nachricht über eine Jungfrau beinhaltet. Und, lieber Skorpion, reagiere nicht. Denn wenn du es abwarten kannst, löst sich ein ganz bestimmter Knoten von selbst. Und du wirst sehr erleichtert sein und einen Grund zum Feiern haben. Wir machen weiter mit dem Tarot im Extended, gehen weiter ins Detail und schauen, wer noch mit dir interagiert, was sonst noch so los ist im September. Bis gleich, ich freue mich auf dich. Ciao!